und welcome back. So, heute möchte ich euch einmal zeigen, wie bei so einem Renault die Bremsscheiben getauscht werden, in denen das Radlager schon vorhanden ist. Also sprich, die Bremsscheibe gibt es nur mit dem Radlager zusammen. Im Prinzip haben wir hier so ein bisschen Radlager. So. Na, so sieht das Ganze aus. Da ist das Radlager drin. So. Und das wollte ich euch mal so ein bisschen präsentieren, wie man diesen wechselt. Jetzt muss ich leider schon wieder vom Querformat weg. Ich bitte um Entschuldigung. So, dann gehen wir mal hier dran. Drehen wir das Ganze. Von dieser Seite dann auch noch ein bisschen was. So. Zack. So. Da ist die Mutter drin. Und die löse ich jetzt. Das ist eine 30er Millimeter Nuss. So. Dann noch von dieser Seite. Die ist irgendwo so bei 100 Newtonmeter. So circa. Zwischen 90 und 100 Newtonmeter. So. Zack. Jetzt gehen wir hier dran. Hier brauchen wir einmal 15er und von der anderen Seite hier so ein 13er. So, jetzt lösen wir den einmal. Nach Möglichkeit so, dass der Schlüssel nicht wegfliegt. So, jetzt müssen wir natürlich mit dem 15er hier gegenhalten. So. Zack. Hier dann nochmal so eine Geschichte. So.
So. Jetzt können wir den Sattel hier einmal komplett abnehmen. Und einfach hier beiseite irgendwo tun. Jetzt haben wir hier hinten. Hier. Naja, sieht man nicht viel. So, auf jeden Fall hier so ein Innentorx. Hier so einer. Was ist das? 16. Und mit dem schrauben wir den hier ab. Das ist der Sattelhalter. So. Vorher nehmen wir natürlich diese ganzen Geschichten hier raus. Diese Blechklemmerchen, die sind wichtig dafür, dass nachher die Bremse nicht quietscht. So. So. Da haben wir das Zeugs abgeschraubt. Das hier ist der ABS-Sensor. Sehr wichtig, beim Ausbauen nicht beschädigen, sonst hat man nachher ein Problem. So sieht die alte Scheibe hier aus. So. Den hier, den müssen wir zurückdrehen. Zurückdrehen tun wir den mit diesem Werkzeug hier. Da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. So sieht das Ganze aus. Das Teil, das ich tue das mal ein bisschen erstmal runterschrauben. Das stecke ich mir dann hier so rein. Diese ganze Vorrichtung hier noch so ein bisschen so mit diesen Nasen in das komische Kreuz hier rein. So. Dann spanne ich das so ein bisschen vor. Ja. So, und dann brauche ich hier gleich nur noch rumzudrehen. Kann ich natürlich jetzt mit einer Hand schlecht machen. Einmal ein paar Umdrehungen, bis dieser Zylinder komplett drin ist, und dann hat sich das auch schon wieder erledigt. Sehr wichtig, diesen Sattelhalter hier auf jeden Fall hier die Auflageflächen richtig säubern mit der Drahtbürste, damit das schön sauber ist, und hier drauf achten, dass diese wunderbar gleiten. Wenn nicht, gegebenenfalls dann einmal so abziehen und innen drin richtig schön fetten. Die müssen definitiv richtig Spiel haben, sonst klemmt der Sattel nachher, und dann werden sich die Bremsbeläge einseitig schneller abfahren. So.